Hi und herzlich willkommen zu unserem zweiten Nordthailand-Video. Wir sind in Lampang. Das ist eine sehr alte, ruhige Stadt, 100 Kilometer südlich von Chiang Mai. Ist bekannt für ihre Lana-Kultur und die historische Architektur. Und was es hier alles so zu erleben gibt, das zeigen wir dir in diesem Video. Also bleib dran. Ja, wir sitzen jetzt gerade hier in einer Pferdekutsche. Das ist hier in Lampang absolut normal. Das hier ist die einzige Stadt in Thailand, wo die Pferdekutsche noch ein öffentliches Transportmittel ist. Aber um ehrlich zu sein, ist es schon eher so eine touristische Attraktion. Aber es macht richtig Spaß. Gerade fahren wir über eine Brücke. Ja, das solltest du auf jeden Fall mal machen, wenn du in Lampang bist. Ja. Jasmin, jetzt bist du der Fahrer. Von wegen. Besser nicht. Ah, okay. Very nice. Jasmin, wie ist das so als Kutschfahrer? Aktuell noch gut, bevor das Pferd dann gleich losläuft. Kutschfahrerin Jasmin ist mit am Start oder Kaugel. Also du hast die Auswahl zwischen 3 Varianten bei der Kutschfahrt. Einmal 15 bis 25 Minuten kostet 300 Baht. Dann die 30 Minuten Tour 400 Baht. Und wenn du eine Stunde fahren willst, dann sind es 500 Baht. Wir haben uns jetzt hier für die 30 Minuten entschieden. Ja, es macht Spaß. Unser Fahrer ist super gut drauf. Hat eben schon Fotos gemacht und Jasmin darf sogar den Hut hier tragen. Kutschfahrt bekommt man dann auch Plätze gezeigt, die man ansonsten vielleicht nicht finden würde. Wir sind jetzt hier in einem alten Haus vom Louis Thomas Guinness Leon Owens. Leon Owens. In Lampang gibt es auch einen kleinen Stadtpark und der erinnert uns wirklich extrem an den Lumpini Park in Bangkok, einfach in der Mini-Version. Genau, also er ist schon deutlich kleiner und hat auch keine Tretboote. Aber ansonsten ist hier schon ein bisschen was los. Also die Einheimischen kommen hier hin, hauptsächlich um Sport zu treiben. Viele sind hier am Joggen oder machen Aerobik. Hier gibt es auch diese Trainingsgeräte überall und es gibt ein Basketballfeld und ein Federballfeld. Also hier ist richtig was los. Unser nächster Stopp in Lampang, der Wat Phra Chedi Sao Lang. Der Name bedeutet Tempel der 20 Chedis und er macht seinem Namen alle Ehre. Das Hauptmerkmal des Tempels sind diese 20 Stupas, die in einem fast symmetrischen Feld angeordnet sind. Eine Mischung aus Lana und burmesischem Stil, die man so nicht oft findet. Im Vihan, der Haupthalle, steht eine Buddha-Statue, die bei den Einheimischen sehr bekannt ist, der Pra Chao Tan Chai. Man sagt, Wünsche, die man hier äußert, werden besonders schnell erfüllt. Die Stimmung hier war sehr ruhig und authentisch. Ein älterer Mann vom Tempel bemerkte uns und führte uns zu Orten, die wir selbst nicht entdeckt hätten. Er brachte uns vorbei an den Unterkünften der Mönche zu einem alten Brunnen.
Dort holte er mit einer Kelle Wasser herauf und übergoss nacheinander unsere Köpfe damit. Wir konnten uns nicht verständigen, aber die Geste war klar. Wir gehen davon aus, dass es gesegnetes Wasser war. Ein wirklich unerwarteter Moment. Der Tempel ist ein wichtiger spiritueller Ort für die Menschen in Lampang. Architektonisch markant und, wie wir erlebt haben, ein Ort voller echter Begegnungen. Südwestlich von Lampang liegt der Wat Pratat Lampang Luang. Er gilt als einer der faszinierendsten Tempel in ganz Nordthailand. Ein Paradebeispiel der Lanna-Architektur. Der Tempel ist von dicken Festungsmauern umgeben und der Weg hinein führt über diese lange Naga-Treppe. In der Haupthalle, dem Vihan Luang, siehst du den Pra Chao Lantong, eine bedeutende Buddha-Statue. Er sitzt in einem Mondop. Das ist ein kunstvoll geschnitzter und vergoldeter Schrein, der als Thron und Gehäuse für die Statue dient. Am goldenen Chedi haben wir dann dieses interessante Ritual gesehen. Mit einem traditionellen Seilzug wird geweihtes Wasser in einer Karaffe zur goldenen Spitze hochgezogen. Oben wird das Wasser ausgeleert. Das Ritual nennt sich Songnam Pratat, ein symbolisches Baden der Haarreliquie Buddhas, die im Inneren des Chedis aufbewahrt werden soll. Der Wang-Fluss fließt direkt durch Lampang und ist die Lebensader der Stadt. Wir empfehlen dir, zum Sonnenuntergang hierher zu kommen. Sobald es dunkel wird, ändert sich die Stimmung komplett. Entlang des Ufers haben sich viele nette Cafés und kleine Restaurants angesiedelt. Es ist ein perfekter Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. Wenn du die Augen offen hältst, entdeckst du in den kleinen Gassen in Ufernähe auch immer wieder interessante Street-Art-Motive. Und noch etwas wird dir in Lampang auffallen. Wenn du dich fragst, warum du überall den Hahn siehst, er ist das offizielle Wahrzeichen der Stadt. Ja, wir sind jetzt am Wang-Fluss hier in Lampang und man muss sagen, Lampang, für wen ist das was? Also ist eine sehr ruhige kleine Stadt, total entspannt. Also wirklich, die Vibes hier sind komplett anders, wie jetzt in Chiang Mai oder sonst wo. Die Leute hier sind unheimlich herzlich, aber ein bisschen schüchtern, weil die meisten, die können echt gar kein Englisch. Aber ja, man kommt durch. Auf jeden Fall gönnen wir uns hier jetzt mal in der schönen Atmosphäre ein Bierchen. Und wir überlegen, ob wir noch was essen, aber das Essen hier ist sehr rustikal. Also wir haben auf der Karte ein paar Pommes gefunden. Hoffentlich gibt es noch Somtam, Papayasalat. Ja, ansonsten das Essen, wie gesagt, da muss man schon Profi sein. Ja, und solltest du zufällig auch mal in Lampang landen, solltest du auf jeden Fall hier hinkommen zum Wang-Fluss, wenn die Sonne untergeht. Siehst du schön hier im Hintergrund, da nisten auch die Schwalben unterhalb der Brücke und deswegen fliegen die alle hier rum. Es ist richtig geile Atmosphäre. Wir trinken hier ein leckeres Bierchen, allerdings muss ich sagen, dass es warm ist, aber wir haben auch einen Eimer Eis, was übrigens auch oft Standard ist. Also so kommt man ganz gut über die Runden. Am Wochenende hat Lampang 2 interessante Märkte zu bieten. Man findet dort eine Mischung aus Streetfood, Kleidung und Souvenirs. Wir fangen mit dem Cultural Street Market an. Dieser findet immer freitags von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr statt.
Ja, also das hier haben wir eben bei dieser netten älteren Dame gekauft. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Ich denke aber, dass es was Süßes ist. Ich vermute, dass das Kokosnussmilch ist und das vielleicht Zucker, vielleicht brauner Zucker. Und interessanterweise haben wir noch Salatblätter dazu geholt. Ja, also wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass das Kokosnussmilch ist und das karamellisierter Knoblauch. Ja, und das hier sind halt Dumplings, aber was drin ist, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier Salat dazu bekommen. Da gehe ich davon aus, dass man das wahrscheinlich in den Salat einwickelt oder so. So, ich mache einfach mal. Also hier ein bisschen Knoblauch drauf. Dann davon. So, jetzt geht's in den Mund. Gut. Süß. Das ist eine Süßspeise. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Salat ist nur dafür da, um das da drauf faktisch zu mixen oder so. Denke ich mal. Der Salat passt nicht so richtig dazu. Der zweite Markt ist der Khat Kong Thar Street Market. Er findet samstags und sonntags von 16 bis 22 Uhr statt. Die Straße wird dafür komplett gesperrt und verwandelt sich in eine große Fußgängerzone. Was diesen Markt so besonders macht, ist die Umgebung. Entlang der gesamten Walking Street stehen viele alte, gut erhaltene Holzhäuser. So, unser Fazit zu Lampang. Also uns hat sie richtig gut gefallen. Das ist eine sehr charmante Kleinstadt hier in Thailand. Und jeder, der mal abseits der Touristenpfade unterwegs sein will, sollte hier auf jeden Fall 1 bis 2 Tage einplanen. Absolut. Und wie immer findest du alle Standorte in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und wenn dir das Video gut gefallen hat, lass doch gerne mal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben vielleicht und über ein Abo würden wir uns richtig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao.